Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal haben wir das Land Canaan betreten, zumindest den Weg dorthin. Allerdings nur sehr kurzzeitig, denn ich habe relativ früh festgestellt, ich bin zu doof, dort einen Weg durchzufinden. Ach, und schwupp ist der heilige Trank auch wieder aufgebraucht. Deswegen, oder nicht nur deswegen, sind wir in Marksburg wieder zurückgekehrt, denn wir haben per Zufall mehr oder weniger festgestellt, wir haben auf einmal noch ein Figuren-Nebenereignis dazu bekommen, nachdem wir den Weg nach Canaan betreten haben. Und dieses Figuren-Nebenereignis gehört zu Ivar. Bonuskapitel, zu wahrscheinlich Ivars Geschichte. Und diesem Kapitel, diesem Bonuskapitel, widmen wir uns in diesem Part, bevor wir dann spätestens beim nächsten Mal wieder, hoffentlich diesmal wirklich, ins heilige Land Canaan vordringen werden. Aber jetzt erstmal das Bonuskapitel. Bonuskapitel, die Bedeutung des Vertrauens. So that's Canaan. I take it you guys have something to do with it. Ivar, what happened with Spirius? Exactly what I expected. I got canned. Sorry to hear that. So, I've decided to return to Neakera. I missed communing with all the critters there anyway. Und man kann und darf ja über Ivar denken, was man will, aber eins, was man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen kann, ist seine Loyalität gegenüber Mila und Neakera, und die ist anscheinend jetzt wieder zurückgekommen. Das ist unsere Schuld, es tut mir leid. Oder sagen wir, komm gut an. Ich glaube nicht, dass wir uns entschuldigen müssen. Ich glaube, das ist schlussendlich für Ivar vielleicht sogar besser so, aber trotzdem sind wir natürlich schuld daran, dass er rausgeschmissen wurde. Deswegen entschuldigen wir uns trotzdem mal. Save your pity. This is humiliating enough already. Jude, I swear I'm gonna figure out my mission in life. That's the only difference between you and me. You've already discovered your purpose. Until you discover yours. Would you watch over Neakera for me? Of course I will, Lady Mila. We're family. Thank you, Ivar. He seems to be in a better place. Yeah, I'm happy for him. Yes? Oh dear. I understand. I will formulate a plan to deal with this at once. What is it? Fort Gondola's golems have gone berserk. Several of them are advancing on Sheraton as we speak. The golems are headed towards Sheraton? Briselle's in danger! Why'd they go berserk? The fort was struck by a massive tornado. A tornado? Another side effect of nixing the schism, I take it. Most likely. Spirit climbs have become unstable throughout Rieze-Maxia. They had deployed the golems hoping to divert the tornado's course. But the odds controlling those monster machines may have been disrupted by the sudden magnetic shifts of the tornado. Even the new golem model? I'm afraid so. Its engineers apparently saw the tornado as an opportunity to test its abilities. And its ability-limiting mechanisms? Primary and backup governors were installed. Unfortunately, the spirit channeler controlling those governors was killed by the tornado. The chances are they're no longer operational. Mila, I want to stop them. I could use your help. Very well. Luger, we should lend a hand. Golems are no run-of-the-mill monsters. Oh ja, und gegen Golems haben wir auch schon mal im ersten Teil gekämpft. Und zwar war das damals, glaube ich, auch bei einer ich sag mal, Episode, was man nicht hätte machen müssen, genauso wie hier. Wir können erstmal doof fragen, was ist ein Golem, aber wir erklären uns natürlich erstmal für einverstanden. Much obliged. I owe you for this.
Luger, Jude, Mila, and Rowan will go to Sherrilton to inform Giselle. Understood. We'll establish a local command center and a last line of defense. Everyone else come with me to the Talus High Road. We'll split up to scout the golem's progress. I'll lead the way. I'll round up the boosters we need. Please do. We'd better hurry. Okay, die Gruppen sind also schon We have to warn zwangsaufgeteilt. Giselle about the golems. Indeed. Let's make haste to Sherrilton. Freundschaft zu Rowan ist gewachsen. I'd never have imagined that at this age, I'd be spending so much time with a young man like you. Yeah, but ignore my doddering old man nonsense. There's something I want you to have. Speaking with you sends me straight back in time to the vibrant days of my own youth. But sometimes it's not so bad to be a geezer either. Okay, was haben wir denn Schönes bekommen? Das Artebuch Tanzen wir. Rowan, wie kannst du nur, du alter Charmeur? Okay, wir sollen also jetzt mit Eile zu Rieze nach Sherrilton reisen. Und zwar mit dieser Zwangsgruppe. Immerhin ist Mila mit dabei. Das ist schon etwas beruhigend. Dann reisen wir doch mal direkt nach Sherrilton. Ins Land Canaan können wir jetzt momentan nicht. Aber da wollen wir ja auch nicht hin. Fort Gandala können wir auch nicht hin. Auch da wollen wir nicht hin, sondern nach Sherrilton. Zugang zum Krümmerpfad ist, glaube ich, am schnellsten, um zum Fürstenhaus zu kommen. Genau so sieht's aus, denn hier müsste es gleich schon um die Ecke sein. Dann warten wir mal ganz schnell die liebe Rieze. Und wahrscheinlich müssen wir die Golem-Gefahr anschließend noch beseitigen. Hallo Rieze, schon lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in der Hauptdimension. Oh, what perfect timing. We were just getting ready for tea. Keine There's Zeit. no time for that. Mein Reden. Rogue golems are rampaging toward Sherrilton? We're preparing to intercept them. As for you, my lady. Order the Self-Defense Force and the Coalition of Merchants to blockade the Talus High Road immediately. Tell them it's because of tornado activity. No need to start a panic. Send a message to all merchant groups in the vicinity to return to the city. Explain that House Cheryl will compensate them for any damages. Yes, my lady. Das war sehr synchron. Splendidly done, Lady Giselle. I couldn't agree more. You honor me, King Gaius. What's the status of the golems? They've split in 3 groups, left, right, and center. We've secured 3 boosters, so we can send out 3 teams. The central group had a golem we've never seen before. It's a new model. A new model? Yes, it's an enhanced golem, capable of manipulating all 4 elements: earth, water, fire, and wind. Mila may be the only one of us capable of meeting that threat, thanks to her ability to command the 4 great spirits. Are you serious? Wasn't the development of these sorts of weapons banned under the ceasefire agreement? I proposed developing them in secret. I gave my approval. Why would you do that? Ja, eine berechtigte Frage. Wenn ihr so weitermacht, werden wir einander ewig bekriegen. Klingt ein bisschen vorwurfsvoll gegenüber Rowan. Oder man muss aus einer Position der Stärke heraus verhandeln können. Ja, stimmt natürlich auch. Stärken wir Rowan ein bisschen den Rücken. Elympios is more than a little mightier. They're packing military airships and Spyrix weaponry. I suppose Rieze-Maxia must make a show of strength if it's to negotiate on equal footing. I'm not one to believe might makes right. But those who repudiate power often become its victims. Wielding power you can't control can make you its victim too. That I cannot deny. Perhaps today's incident will serve as a cautionary tale. Regardless, we're gonna have an international incident on our hands if we don't stop them before things get serious. I've devised a plan of action that takes into account everyone's respective combat abilities. Mila, I'd like you and the central team to battle the new golem model. Luger, Jude, and myself will use a booster to support you.
Alvin, Elise, and Leia will make up the left team. Roger that. Can I count on you to handle the booster? Of course. Wouldn't be the first time. Gaius, I'd like you and Muse to deal with the golems on the right wing. Of course. This is my responsibility. Nothing the two of us can't handle. Dressel, prepare an evacuation plan for the city. Odds are 1 in 100 it will come to that, but you should be ready. I will do what you ask. But knowing you guys, I'd lay the odds at 1 in a million. Okay, klare Aufgabenverteilung. Freundschaft zu Gaius ist gewachsen und wir haben einen Verstärker bekommen, damit wir, glaube ich, gegen diese Golems überhaupt irgendwie bestehen können. Okay, wir sind also in dem einzigen Vierer-Team und Gott sei Dank ist Mila mit dabei. Eile zur Thaleshöhenstraße. Das machen wir doch glatt. Interessant, interessant. Golems laufen Amok. Und das müssen wir natürlich mit aller Macht verhindern. Hey Jude, it's me. Ivor, what's going on? The local critters found something interesting on the Neokera Holomont. Sorry, Ivor. We've got an emergency on our hands right now. What's going on? Well, Lady Mila is going up against a multi-elemental golem? So this is destiny. I understand, Jude. To the Talus High Road. huh? What do you understand? We don't have time. We better get moving. Und ich glaube, er wird uns natürlich unterstützen. Ist nur die Frage, wie schnell wird Ivor jetzt hier gleich bei der Thaleshöhenstraße sein. Von Neokera aus sind es ja ein paar Meter mehr als von Sheraton entfernt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie schnell Ivor zu Fuß ist. Was ich aber vorhin bei dem Gespräch noch interessant fand, als Rieze sagte, ja, mach mir bloß nicht so viel Panik. Wir sagen einfach, ein Tornado kommt auf. Die Leute sollen nicht in Panik geraten. Räumt und sperrt alles ab wegen eines Tornados. Das ist natürlich sehr beruhigend bei den Stadtbewohnern. Holy shit. Wow. Hier zieht ein Sturm auf. Ein Sandsturm haben wir, glaube ich, bislang auch noch nicht erlebt in diesem Spiel. Weder im ersten noch im zweiten Teil. Bevor uns hier irgendwelche nervigen Gegner anfallen. Ihr kennt es, ein heiliger Trank. Wahrscheinlich so etwas wie bis gleich. Wir sehen uns dort bei einer schicksalshaften Begegnung, wo ich dir zeige, dass ich der bessere Beschützer von Mila Maxwell bin. Oder irgend sowas in dieser Richtung. So, wir sind auf der Thaleshöhenstraße. Wo genau wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Denn es macht jetzt einen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin... Ah, natürlich kurz vor Fort Gandala. Die Golems sind noch nicht besonders weit gekommen anscheinend. Gut, soll uns nicht stören. Dann sind zumindest die Stadtbewohner in Sicherheit. Zumindest noch. Und da kommt der Mega Special Golem. Ja, der ist ein paar Meter groß. Und hat eine Mega Special Musik. Ich glaube, das hat echt eine eigene Endkampfmusik, dieser Kampf, oder? Wobei doch, die haben wir schon mal irgendwo gehört. Egal, wir kämpfen auf jeden Fall gegen den Elementargolem. Der hat doch eine Schwäche, nämlich gegenüber Wasser. Interessant. Level 74. Okay. Schwäche gegenüber Wasser und er ist nicht der Allerschnellste. Sprich, wir hauen mal ein bisschen mit dem Schweißzauber drauf. Schön beschäftigt halten. So, die anderen beiden sind verbunden, das ist gut. Au, oh, der hat eine enorme Reichweite. Gehen wir mal ein bisschen auf Distanz. Gut, macht hier einen auf Nahkämpfer. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den falschen Zauber gemacht. Aber hat bewegt. Jetzt kommt der Schweißzauber. Der ihn aber auch nicht so besonders beeindruckt. Dwarven greift auch schön aus der Ferne an. Das gefällt mir. Wir machen
ganz gut Schaden eigentlich. Schon 100.000 hat er verloren. Ohne dass wir bislang eine verbundene Arke ausgelöst haben. Könnten wir aber gleich eigentlich mal tun. Wobei der nimmt ja extrem Schaden. Ich dachte, dass der Elementar-Golem überhaupt keine Elementschwächen hat, aber ich möchte den Mund noch nicht zu voll nehmen, weil genau sowas passieren könnte. Denn jetzt hat er Resistenzen gegen alles. Holy fuck, ich wusste doch. Der Kampf war bislang zu einfach und wir machen 0 Schaden. Holy fuck. Hilfe! Here, I'll give you an opening. Na, vielen Dank. Und wer kommt jetzt als Retter? Now there's 2 new golems? Ah, bloody hell. I should have known they would build more than one. What'll we do? Yes! Do something! Natürlich. Ivor? Balin? I'm here to save the day! A spirit fossil? Is this what you found in the Neokera Holomont? That strange pulsing. It can't be. It can be. It's Maxwell. You have one of those booster majigs. That's all you need to make it, right? A Maxwell Spyrite. But would you really be able to control a Maxwell Spyrite? Heck if I know. But hey, that's Jude's job, right? I'll buy you some time. Can you translate the spirit signals? Sure I can, but the message doesn't seem to make all that much sense. Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. Prove yourself? I wonder what we're supposed to do. Ist doch völlig egal. Tu es einfach, Jude. Tu es nicht, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt viel Zeit hätten. Normalerweise würde ich linkere Variante sagen. Tu es einfach, aber... Wir sagen mal rechteres. No, I'm sure I can handle it. I know that I can make the Spyrite work for us. Und wie immer habe ich bei Jude die falsche Entscheidung gewählt. Auch deswegen mag ich Jude nicht so sehr. Oh, hi Maxwell. Maxwell! Spirits! Now! Luger! Rowan! Understood. So, jetzt sind die Golems wahrscheinlich geschwächt. Jetzt kann Jude Maxwell Spyrite verwenden. Okay. Judes Maxwell oder Midas Elementarschuss sind sehr effektiv gegen Golems. Stell sie auf jeden Fall auf dem Arte-Bildschirm ein. Okay, danke für den Hinweis. Und wir haben den Elementarschuss ja eingestellt. Und zwar da, genau. Den sollen wir also jetzt häufig verwenden. Gut, dann gehen wir es mal an. Runde Nummer 2 gegen 2 von diesen Elementar-Golems. Die allerdings immer noch alle Resistenzen haben. Aber der eine ist immer noch geschwächt vom Vorkampf. Interessant. Dann hauen wir mal drauf. Power-Treffer. Und gleich noch ein Power-Treffer. Das macht auch ganz gut Schaden. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Auch wenn es relativ viel TP frisst. Aua. So, wie viel KP hat der eine noch? Toll, jetzt sind die beiden in die Grenzüberschreitung gegangen. Ihr Vollpfosten. Und zum Glück sind die Golems so lahmarschig, dass sie dem Schuss nicht mehr ausweichen können. Also das sollten wir irgendwie locker hinkriegen. So, und drauf. Und irgendwie verlieren wir kaum PP.
Und immerhin bekommen wir mal wieder die sehr, sehr stylische, mystische Art von Woven zu sehen. War im ersten Teil schon meine Lieblingsmystische Art. Und sie sieht immer noch sehr, sehr genial aus. Und der erste Golem ist schon mal down. Sehr schön. Da war es nur noch einer. Der ist allerdings noch fast bei voller KP. So, irgendjemand von euch könnte mir mal ein bisschen TP geben. Ananasgummi, wir sind ja noch voller Heil-Items. Die muss ich, bevor wir dann wieder nach Kanen aufbrechen, allerdings nochmal aufstocken. So, Elementar-Schuss. So viel Schaden macht der Typ jetzt auch nicht. Und immer schön aus der Distanz. Wie kann ich mich eigentlich entbinden? Ah, so kann ich mich entbinden. Luga, kannst du noch mal ein bisschen eigenständig handeln. Für diesen Kampf müssen wir nicht unbedingt im verbundenen Modus kämpfen. Ein Ananasgummi haue ich mir noch rein. Ach, und er brennt, das ist sehr schön. Luga, mach mal was eigenständig, bitte. Bam. Bam. So, jetzt könnten wir vielleicht mal eine verbundene Arte machen. Die allerdings jetzt auch nicht so stark war. So, wieder entbinden. Und drauf. So, also für diesen Kampf lohnt es sich wirklich entweder mit Nida oder mit Jude, mit seiner neuen Fähigkeit, mit seiner neuen Art zu kämpfen. Oh, hat er gerade eine... Oh, er hat eine Schwäche gegen alle Elemente. Interessant. Hat er immer noch? Tatsächlich, er hat jetzt eine Schwäche gegen alles. Crazy shit, war es schon die ganze Zeit so? Hätten wir jetzt nur einmal eventuell mit dem Elementarschuss angreifen müssen? Und dann hat er eine... Ah ne, jetzt leuchtet er wieder. Ah, I see. Und jetzt hat er wieder eine Resistenz gegen alles. Mal gucken, ob sich das auflöst, wenn wir mit Elementar... Ja! Daran scheint es zu liegen. Sobald wir mit Elementarschuss angreifen, löst sich das auf. Und wir können stinknormal angreifen. Oh, jetzt ist er wieder Resistenz. Sehr interessant. Auch wenn ich das Schema dieses Kampfes erst gecheckt habe, nachdem der Kampf fast vorbei war. Übrigens, habt ihr vielleicht ganz kurz gesehen, ich habe eine Fertigkeit mit Nida bekommen, mit der wir im Sprung zaubern können. Auch sehr nice. Vielleicht kommt uns das noch irgendwann mal zugute, aber jetzt erstmal wieder der Elementarschuss. So, jetzt haben wir ihn wieder da, wo wir ihn haben wollen. So, und wir können mit allem draufhauen, was wir wollen. So, jetzt hat er wieder die Resistenz. So, ein bisschen TP könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Sehr schön. 72.000 hat er noch. Das sollte kein großes Problem schlussendlich werden. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Elementarschuss machen. Orangengummi sollte reichen. So, und jetzt wieder drauf geklopft. Vielleicht noch eine verbundene Arte. Ja toll, jetzt war er gerade wieder im Resistenzmodus. Deswegen nochmal Elementarschuss. Drauf da. Ausweichen. Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt. Und jetzt ist er Geschichte. Victory is ours, but the real trial is yet to come. Und immerhin bekommen wir alle noch ein Level up nach diesem Kampf. Hat sie also auch noch, und zwar Elementare, hat sie also auch nachdrücklich für die Endkämpfe vielleicht noch gelohnt. I've grown stronger still. Und wir bekommen endlich mal Xillia Special. Was ist denn das? Da gucken wir gleich mal drauf. Und die Energierüstung haben wir auch. Und den Zyklon haben wir endlich mal gelernt. Einzelne Artis. Xillia Special. Was ist das Xillia Special? Gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz an. Nachdem die Gefahr beseitigt ist. Oder auch nicht. Jude! The spy right is too much for him. I'm on it! We'll wrangle this thing together! No, it's not a matter of controlling it. We need to get in sync. We need to find a way to communicate. Ah, interesting. So you do understand. Very well. Then prove yourself to me.
What do you mean by prove yourself? Muster thy will, and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. It's the same message as the spirit code. It's an old family tune. A real blast from the past. It's called the Hymn of Proof. It's supposed to be about longing to see someone. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. Jude, es ist die Hymne der Bezeugung. Könnte mit diesem Zeugnis die Hymne der Bezeugung gemeint sein? Wollen wir ein bisschen zurückhaltend agieren oder ein bisschen ja, energisch? Wir sind mal energisch. Wait, you're telling me the song itself is the proof? Actually, that is entirely possible. Maxwell, did you seek proof the very first time you were summoned by a human? I did. The Mila Kresnik who first summoned Maxwell, she was known as the Singing Handmaid. Then perhaps we should sing the Hymn of Proof passed down to her descendants. Jude. So that melody persists in the realm of man. Is it the proof that you sought after? No, it is nothing more than a song. Just a song that was composed on the spot by a young girl named Mila Kresnik. And the words? I suppose you could attribute the loss to humanity's hubris, but at the same time, the melody has persisted through the ages. I take that as a measure of sincerity. What is the song about? I ask you the same question. Tell me, Jude Mathis, what words would you choose for this song? Lyrics fit for both humans and spirits. How modest. That girl, Mila Kresnik, unlike you, she was far more forceful. She sang about how she wanted to see me and talk to me, and how she'd yank out my beard if I didn't show up. What a painful thought. It was like a little ditty for children. There was nothing fancy or elegant about it at all. But it did have a line about how she'd give me all her mana if I came out to see her. In that sense, you could say it was like a love song as well. I'm just as determined as she was. I can assure you I will make my version of the song come true. It seems that unusual human beings such as yourself somehow show up every few hundred years or so. And to make things interesting, a spirit who believes in him or her appears as well. Maxwell, at the end of the day, what is the proof? You should know that better than anyone else, Maxwell. It is the hearts of men. You did it, Jude! You managed to wield a great spirit spyrite! This is all thanks to you, Luger. And to me, of course.
I see. All this time, I already had my proof without even knowing it. Congrats, Jude. You've finally done it. No. You've only taken the first step. Gaius and the others should be all finished by now. Let's go ahead and make our way back to Lady Drisel's. Okay, Freundschaft zu Mila ist gewachsen. Verwendet Verstärker erlangt. Was haben wir bekommen? Ach, den Maxwell Spywrite. Natürlich. Die Form, die Maxwell annimmt, wenn er sich in einen Spywriten verwandelt, erlaubt Jude die Verwendung des Artes Maxwell. Sehr interessant. Und deswegen war das natürlich auch ein Bonuskapitel. Das hatte an sich nichts mit Ivar zu tun, sondern ich nehme ganz stark an, dieses Bonuskapitel können wir nur spielen, wenn wir zuvor die Geschichten von Jude und Mila zuvor gespielt haben. Vielleicht sogar noch eine andere. Also das war ganz interessant. Und wie Jude gerade sagte, das war erst der erste Schritt in ein Leben, wo Menschen und Geister gemeinsam leben können. Aber der erste Schritt ist meist der schwierigste und den haben wir bewältigt vielmehr. Was die Zukunft erschafft, das hören wir uns zum Abschluss dieses Partes noch auf jeden Fall eben an. I never would have imagined that the same underlying principles would govern spirit arts, spirit summoning, and even spyrite creation. I suppose this is an example of failing to see the forest for the trees. Congratulations, Jude. You're ready to create a new future with spyrites. Jude? Rideau said that a living sacrifice was needed to summon Maxwell. But if the proof is the human heart, how did the sacrifice myth end up being passed down to the Spurious Corporation? Because of that, the other Mila died. At some point in history, someone must have believed that a sacrifice was the proof. Instilling your devotion into a song. Offering a sacrifice as proof of your devotion. In the broadest meaning, they're both means of expressing what's in one's heart. So, even the nature of the proof is decided by the human heart. In conjunction with the heart of the spirit who accepts it. Rowan, it won't be spyrites that create our future. It'll be our own hearts. I stand corrected. It is exactly as you say. Ja, und ich glaube, dem ist auch so nichts mehr hinzuzufügen, liebe Freunde. Damit würde ich sagen, ach nee, wir haben das Kapitel noch gar nicht beendet. Wir müssen ja noch zu Drizel zurück und ihr Bericht erstatten. Ich wollte diesen Part schon beenden. Wie kann ich nur? Natürlich müssen wir Drizel auch noch Bescheid geben, dass die Golems keine Gefahr mehr für Sheridan... Das ist schon wieder diese unsichtbare Wand gewesen wie beim letzten Mal. Hat mich schon damals irritiert. Auf jeden Fall, für Sheridan besteht keine Bedrohung mehr und auch für den Rest der Welt. Oder der Rest der Welt kann friedlich schlafen. Das wollte ich sagen. So, Drizel, gute Neuigkeiten. Jetzt können wir auch eine Teeparty veranstalten. Zur Feier des Tages. Aha! I knew you'd all make it back safely. There was never a doubt in my mind. Forgive me for worrying you so, my lady. The concern in your eyes is obvious. Those were just tears of relief. That's all. Everything's going to be okay, Drizel. We smashed those golems to smithereens! So you even subdued the new model. Very good work. Thanks. Jude and Luger persuaded the Spyrite of Maxwell to help. Are you serious? Wow, Jude, that's amazing! And quite a scoop, huh? Well, sure, but that's not why I'm so happy. Who knew that song would prove to be the key to spyrites? Well, in Maxwell's case at least. Spirits are more like humans than we think. I bet each spirit requires its own proof to gain its trust. Spyrites sound like such a hassle.
Ja, genau wie Menschen. Stimmt zwar irgendwie, oder das sind sie auch. Und wie? Ich weiß nicht, ob links so ein bisschen, ja, ironisch gemeint ist, aber wir sagen es einfach mal. Ja, es ist ironisch gemeint. Oh, well said. So true. Fair enough. I suppose this leaves Origin's trial as our final obstacle. If we want to protect this world and its people, then it's time we make our way to the land of Canaan. Und genau das werden wir tun, liebe Freunde. Damit ist das Bonuskapitel, die Bedeutung des Vertrauens, beendet. Und I've noticed you gazing off into the distance at times. What is it you're thinking about? No, do not feel you have to answer. I didn't intend to intrude. ist schon okay, ist alles gut. Take this. If you ever need my help, it's yours. There's no sense burdening yourself with more than you can carry alone. Vielen Dank, Reis. Das ist wirklich sehr, sehr lieb von dir. Und worüber ich nachgedacht habe, wolltest du wissen? Ich weiß es selber nicht. Nur darüber, dass ich diesen Part jetzt endlich offiziell beenden kann, liebe Freunde. Das war das Bonuskapitel. Und beim nächsten Mal, wie Jude gerade sagte, müssen wir noch eine Aufgabe, eine Prüfung bewältigen, nämlich Origins Prüfung. Und der werden wir beim nächsten Mal nachgehen, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Xillia 2. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wirklich einen weiteren großen Schritt Richtung Finale machen. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.